Anaconda Dreams. Hallo, ich bin Sophia. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snakebook für Dummies. Heute möchte ich mit euch über die richtige Terrarieneinrichtung sprechen. Es gibt Dinge, die werden euch sehr wenig oder gar nichts kosten, weil ihr sie einfach sammeln könnt oder ganz einfach selber basteln könnt. Im Großen und Ganzen bleibt es aber keine preiswerte Angelegenheit, so ein Terrarium, weil ihr wollt ja auch, dass eure Schlange gut geht. Nehme ich jetzt mal an. Das hier ist ein Königspython-Terrarium. Inzwischen habe ich meine Schlange fast 2 Monate. Ich werde euch auch Bilder zeigen von meiner Schlange, wie sie Sachen angenommen hat bisher. Natürlich werde ich alle Kosten für sämtliche Einrichtungsgegenstände aufzählen, die hier reingewandert sind, sowie einiges Zubehör, was ihr vielleicht sonst noch braucht. Ich werde dann außerdem noch erzählen, was mich das Terrarium mit allem Drum und Dran gekostet hat. Das absolute Minimum, das in ein Königspython-Terrarium gehört, sind 2 Verstecke, eins in einem warmen Bereich und eins in einem kühlen Bereich. Ihr wisst, wechselwarme Tiere müssen sich manchmal aufwärmen und manchmal abkühlen und Königspython wollen das versteckt tun. Außerdem frisches Trinkwasser. Und schön wäre auch ein Bodensubstrat. Über das Minimum hinaus könnt ihr immer gehen und denkt dran, das ist ein echtes Tier, es hat Bedürfnisse, es hat Verhaltensweisen, es hat einen Charakter und ja, es reagiert auf sein Umfeld. Im Augenblick kommt sie auf mich zu. Guckst du mich etwa an, Kaya? Guckst du mich etwa an, Kaya? Naja, dann viel Spaß beim Zugucken. Kleinere und auch größere Überraschungen erlebte ich beim Online-Kaufen. Jetzt nur mal kurz um die Größenverhältnisse. Das hier ist mein Schuh. Jetzt habe ich hier irgendwie so eine winzige Schale als M zugeschickt bekommen. Und das hier ist meines Erachtens was ganz anderes, was ich bestellt habe. Es hat auch diese komische, hässliche, blaue Bubble. Also ich komme doch immer mehr von diesem Online-Bestellen ab. Ich glaube, ich würde euch dazu raten, ins Geschäft zu gehen. Weil das hier ist meines Erachtens was anderes, als ich bestellt habe. Das muss ich jetzt erstmal online prüfen. Gefällt mir auch nicht wirklich. Bei dieser Wasserschale war es dann so, es ist durchaus das, was ich bestellt habe. Nur das Bild von der Wasserschale hatte einfach nicht diese hässlichen blauen Flecken. Ich habe mir das Ganze dann in einem Zoogeschäft angeguckt und habe gesehen, die kommen leicht unterschiedlich. Manche haben ganz braunen Rand, manche haben eben diese blauen Flecken. Während natürlich sämtliches Werkzeug, der Käfig, Futtermittel, also ich glaube auch zukünftig werde ich gerade mein Mäusefutter, da habe ich gesehen, da gibt es schöne Sachen online zu kaufen, sehr gesunde Sachen. Die Inhaltsstoffe kann man sich durchlesen und dann ist das halt auch da drin hoffentlich. Sachen, die euch optisch gefallen sollen, da würde ich sagen, angucken. Das nächste zum Beispiel auch mit diesen Pflanzen. Da war eine, die fand ich sehr schön, nur leider, die hat man schief angeguckt, dann ist die auseinandergefallen. Da könnt ihr euch also vorstellen, was passiert, wenn da so ein Python drüber walzt. Vollkommen ungeeignet für ein Terrarium. Achtet beim Bestellen bitte auf eine Sache. Wichtig, wenn ihr bei Amazon bestellt, Sammelbestellungen ab einem gewissen Preis sind ja frei, aber achtet drauf, ob die wirklich alle von einem Anbieter kommen. Sonst zahlt ihr wirklich auf jeden einzelnen Artikel nochmal Porto drauf. Und wenn ihr nicht bei Amazon, sondern bei irgendeinem anderen Zoo-Anbieter bestellt, solltet ihr darauf achten, ob man das kostenfrei wieder zurücksenden kann. Das war nämlich ist bei Amazon der Fall, ist aber nicht der Fall bei einem anderen Anbieter, den ich jetzt nicht weiter nenne. Und da hat mich nämlich das Rücksenden von Sachen, die ich reklamieren musste, weil eben zu wackelig oder sonst irgendwas, richtig viel Geld gekostet. Ich glaube 6 Euro oder 7 Euro oder irgendwie sowas. Bestellt die Sachen, sei es diese Gitter, sei es das Thermostat, all das könnt ihr natürlich problemlos bestellen. Aber Hübschkram, Deko, würde ich inzwischen ins Geschäft laufen. Schlangenversteck bauen. Diese super tupperbare Box und wie man vielleicht sieht, ich habe da ein, wo ist die Kamera? Ich habe da ein Löchlein reingebaut. Da möchte ich noch so ein kleines, so ein Plastikrohr und das soll ein unterirdisches Schlangenversteck werden. Ich bin gespannt. Ich habe mir ja einiges an Verstecken ausgedacht, ob welches die Schlange annimmt, wie es wird und es wird eine gute Beschäftigung, während das Terrarium trocknet. Hier drin in dieser Tüte liegt das Moos, das zusammen hier mit dieser Schlangenhöhle hier geliefert wurde. Das steckte da irgendwie drin. Also ich habe noch Sphagnum-Moos gekauft. Aber nutze ich natürlich erstmal das, was hier drin ist. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Ich habe hier eine Schüssel mit Wasser. Und dann schauen wir mal.
erstmal. Ja. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich da tue. So, Wasser wird schön brackig. Oh, das würde eine Anaconda, würde dieses braune Brackwasser ja lieben, denke ich mal. Gut. Ihr erinnert euch, ne, mein selbstgemachtes Schlangenversteck. Ne? Das machen wir jetzt mal auf. Lecker, 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 lecker. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, hier ist jetzt eine Ecke mit Moos und so ist das Wasser, nachdem das Moos drin lag. Ja, dann machen wir mal hier den Deckel drauf. Schlangenbox ist hier mit Moos gefüllt. Du kommst hier in diese Ecke. Jetzt habe ich hier noch so viel Sand übrig. Sand gehört eigentlich nicht ins Terrarium, ins Schlangenterrarium, behaupten einige. Aber ich werde jetzt den ganzen Sand nicht wegschmeißen. Deswegen werde ich eine unterste Schicht mit Sand jetzt doch einfach mal machen. Und darüber lege ich dann die Erde. Die erste Tränke kommt jetzt. Bei der Tränke handelt es sich um dieses, wie ich finde, mega kitschige Teil. Da kommt auch noch so was komisch hässliches, plastikmäßiges drüber. Und zwar, das ist logistisch jetzt gar nicht so einfach. So, kitschiges Glas. Das Teil tue ich da drauf. So, genau. Jetzt kippen wir das Ganze um. So, und jetzt gibt der nämlich nach und nach hier Wasser in so ein kleines Löchlein ab. Der reagiert auf Druck. Wunderbar, jetzt hört er auf. Ja, nun kommen wir zu dem, was irgendwie am meisten empfohlen wird. Hier dieses Terrabark. Das gibt es auch in hell. Ich finde dunkel schöner, deswegen kommt das jetzt hier rein. Schauen wir mal. Ja, dieses Terrabark habe ich jetzt schon verbraucht. Jetzt habe ich hier ein anderes Reptibark. Das sehe ich, ist rötlicher von der Farbe. Schade, mir gefällt das dunklere nämlich besser. Also in Zukunft wird es eher Reptibark sein. Außerdem glaube ich, Terrabark sein. Außerdem glaube ich, dass dieses Reptibark auch gröber ist. Und dieses feinere ist vielleicht auch besser für die kleine Schlange und gefällt mir auch besser. Jetzt aber zweiter Versuch hier. Das hat sich irgendwie entschieden, wieder abzugehen. Dann mal wieder ran. Ich sag, oh yeah, Baby, du bist fertig. Okay, was hat sich die Künstlerin dabei gedacht? Diese Rückwand
hat, wie ihr seht, unglaublich viele Strukturen, die sie auch nutzt zum Draufklettern. Und hier hinter dieser Pflanze sieht man, da kann sie sich auch reinquetschen. Das hat sie anfangs auch schon mal gemacht. Das sind wiederum die Lianen, die ich gesammelt habe. Und nochmal diese ganzen Strukturen. Sie nutzt sie sehr, sehr gerne. Es ist nicht nur so, dass sie da auch schon mal draufklettert. Die Tatsache ist, sie nutzt sie auch so, wenn sie zum Beispiel eine Maus runterschlingen will, stützt sie das Köpfchen an der Wand ab und so weiter. So eine strukturierte Rückwand hat nicht nur den Vorteil, dass sie gut aussieht, die Schlange nimmt es auch wirklich gerne an und nutzt sie zum Klettern, zum Abstützen. Das Terrarium hat 2 Hitzespots. Dieser hier ist immer an, sorgt für eine Grundwärme, ist ein L-Stein, eine reine Keramikleuchte. Dieser hier, der sogenannte Basking-Spot, gibt leider Licht. Ich würde jetzt, glaube ich, 2 Keramikstrahler nehmen. Der schaltet sich nur zu, wenn es hier in der Seite zu sehr auskühlt. Mit natürlich Sicherheitskorb, damit sich die Kleine nicht verbrennt. Dieser Spot hier ist gerade angebracht und heizt voll die Steine, die hier drunter liegen und auch diese Wurzel auf und macht einen richtigen Wärmeplatz, den sie ganz selten aufsucht übrigens. Das ist quasi die heiße Seite vom Terrarium mit circa einer Durchschnittstemperatur von 30 Grad. Super für einen Python. Und hier drunter werden es sogar manchmal 33, 34 Grad. Da krabbelt sie manchmal lang, aber ist jetzt nicht so die Ecke, wo sich ständig aufhält. Als sie mal so, ich glaube, der Darm ein bisschen drückt, hat sie da länger mal rumgelegen und dann habe ich einen Tag später da Kot gefunden. Dieses hier ist schräg, wie ihr seht, leuchtet im Prinzip dahin. Das heißt, wir haben hier einen heißen Bereich und wir haben hier einen heißen Bereich. Während hinten ist es dann kühl und auch zur Mitte hin ist es kühl. Dann seht ihr, ich habe das in 2 Seiten aufgeteilt. Ich habe das bereits in dem Video gezeigt, wo ich die Rückwand baue. Angeblich fühlen die sich manchmal von großen Terrarien überfordert und damit habe ich das so optisch in 2 Hälften aufgeteilt. Das Ganze hat allerdings Durchschlupflöcher, die sie auch gerne benutzt. Hier sieht man zum Beispiel eins und hier ist noch mal eins da. Sie schlüpft auch wirklich durch beide Seiten. Die Kletteräste, die ich selber gesammelt habe, wurden am ersten Tag ausprobiert und dann erstmal nie wieder, wo ich dachte, okay, völlig umsonst. Seit neuestem hat mein kleines Schlänglein allerdings wieder ihre Freude am Klettern gefunden. Also der Kletterast ist definitiv eine gute Einrichtung. Ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr voll mit Pflanzen. Das kostet Geld. Für Kunstpflanzen habe ich mich entschieden, weil ich erst einmal öfter mal ein paar Tage weg bin und ich nicht möchte, dass alles dann kaputt geht. Der zweite Grund ist, dass mir gesagt wurde, dass so ein Python im Prinzip alles platt walzt. Da hat wenig an natürlichem Zeug eine Chance zum Überleben. Vom Feeling her ist es der Schlange wohl egal, ob es jetzt echte oder Kunstpflanzen sind. Das Wichtige ist, dass sie viele Versteckmöglichkeiten hat. Schlangen vermeiden, da lang zu kriechen, wo man sie gut sehen kann. Was ganz klar ist, weil ihre Hauptfressfeinde sind nun mal Vögel. Und wenn so eine Schlange auf freiem Feld daher kriecht, dann ist sie einfach in Gefahr, gepackt zu werden. Hier hat sie die Möglichkeit, durch das Löchlein, hinter den Pflanzen entlang, hinter dieser Wasserschale entlang, sich hier durch die Pflanzen, durch den Farn nach vorne zu schleichen. Dann liegt sie manchmal auch da vorne und guckt übrigens ganz sehnsüchtig hier aus diesem Lüftungsgitter raus, wenn sie Hunger hat. Das ist eine Badeschale, habe ich gekauft, falls sie mal baden will. Ich wusste schon vorher, dass Königspython so gut wie nie schwimmen. Sie tut es auch nie. Dennoch war das eine super Investition, weil erstens mal ist es eins der Lieblingsverstecke zum Abkühlen. Da kriecht sie eben dahinter. Und zweitens sorgt das super für die Luftfeuchtigkeit. Ihr seht, ohne großes Gedöns, wir haben hier sogar satte 70% Luftfeuchtigkeit. Das liegt auch daran, dass ich manchmal auch erlaube, dass es hier nass wird, wenn ich das Wasser austausche. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch alles zur Deko, zum Zubehör und werde euch erzählen, was der gesamte Spaß mich gekostet hat.